Immer wieder fragen Mandanten, kann ich nach dem Wegzug aus Deutschland ein Konto in Deutschland weiterhin führen? Und dazu wollen wir uns heute mit Sebastian unterhalten. Sebastian, ist es denn grundsätzlich eine gute Idee, in Deutschland weiterhin ein Konto zu führen oder zu haben, wenn man nicht wirklich in Deutschland lebt? Es ist ein komplexes Thema und es ist jetzt unmöglich, dafür eine ganz einfache Antwort zu formulieren, die für alle Zuschauer und Zuhörer passt. Aber grundsätzlich raten wir davon ab, nach dem Wegzug aus Deutschland weiterhin dort ein Konto zu haben. Außer ich sage mal, das wird jetzt in sehr kleinem Umfang benötigt. Da liegen vielleicht noch 5.000 Euro drauf oder sowas, wobei ich den Betrag jetzt einfach hier mehr oder weniger improvisiert habe. Ja, also Konto im kleinen Umfang sicherlich okay, aber alles andere, ein Konto, was viel genutzt wird, sicherlich problematisch. Also mein Konto, was ich als Kind hier in Deutschland mal hatte und wo jetzt wahrscheinlich das Taschengeld von vor 20 Jahren noch drauf liegt, das ist schon in Ordnung. Korrekt. Okay. Ja. Und warum rätst du davon ab, dass man weiterhin ein Konto hat, was man vielleicht für Sachen wie Gehälter oder Ausgaben, die man für irgendeine Immobilie hier in Deutschland hat, benutzen würde? Es hat im Grunde eigentlich 4 Gründe. Der erste Grund ist, wer wegzieht aus Deutschland, muss Vermögen in Deutschland abbauen. Sonst droht in Deutschland unter Umständen die erweitert beschränkte Steuerpflicht, insbesondere wenn man in Niedrigsteuerländer umzieht, digital Nomade ist oder was Ähnliches. Dann ist es natürlich auch so, dass viele Banken ja dir gar nicht erlauben, dass du jetzt in jedem beliebigen Land der Welt lebst. Ja, also das heißt, wenn du zum Beispiel außerhalb der Europäischen Union dann in Zukunft wohnen wirst, wird die Bank ja ohnehin dein Konto schließen. Ja, also das heißt, es ist deswegen natürlich wichtig, sich hier frühzeitig um Alternativen auch dann zu kümmern. Dritter Grund ist, es kann nicht besonders klug sein, den deutschen Steuerbehörden weiter unter die Nase zu reiben, was du jetzt verdienst. Ja, man will ja keine schlafenden Hunde wecken. Und der vierte Punkt ist der, dass falls du jetzt tatsächlich irgendwelche Probleme mit dem Finanzamt hast, dann kann das Finanzamt relativ schnell dein deutsches Konto einfrieren oder pfänden lassen. Und das sind Dinge, die passieren. Ja? Die machen das eher nach dem Motto, naja, wir pfänden jetzt mal und hinterher, wenn du dann bewiesen hast, dass es nicht gerechtfertigt war, der Betrag, der gepfändet wurde, überweisen sie es dir wieder zurück, möglicherweise mit 1% Zinsen. Ja? Aber daher also würde ich davon abraten, ein Konto in Deutschland zu haben, auf dem jetzt noch größere Beträge liegen, wenn du Deutschland verlassen hast. Das hört sich relativ dramatisch an. Was ist denn, wenn man jetzt sagt, ich sage denen einfach nichts, wer wird es schon merken? Dieser Ansatz ist vermutlich nicht wirklich sinnvoll. Also es ist ja heutzutage diese ganzen Formulierungen bei den Banken in den Geschäftsbedingungen relativ trickreich auch formuliert und mit relativ weitreichenden Konsequenzen auch verbunden, die zwar bisher jetzt nicht groß hier geahndet werden, aber ich meine, man ist letztlich, wenn man einer Bank falsche Informationen gibt, und dazu zählt zum Beispiel auch die korrekte Adresse zu verschweigen, bewusst zu verschweigen, dann geht es schon in den Bereich der Geldwäsche. Ja? Okay. Also das heißt, wie gesagt, also momentan wird es natürlich kaum geahndet oder kaum verfolgt, aber du bist verpflichtet dazu, der Bank mitzuteilen, wenn du deine Adresse änderst und ins Ausland umziehst. Aber ich meine, es gibt ja auch andere Gründe. Wenn du jetzt ein Depot hast oder so, dann werden ja automatisch Steuern auch abgezogen auf Veräußerungserlöse und andere Erträge. Das ist natürlich nicht mehr notwendig, denn zu diesen Steuern bist du ja nicht verpflichtet, wenn du nicht mehr in Deutschland wohnst. Drittens werden natürlich weiterhin dann, wenn du ein Konto in Deutschland hast, Kontrollmeldungen, Kontobewegungen ans Deutsche Finanzamt verschickt. Und auch da wiederum, das Deutsche Finanzamt ist hier für dich zuständig. Warum willst du, dass sie noch weiter hier mit Informationen zu deinem Konto versorgt werden? Jetzt gehen wir mal davon aus, ich bin ins Ausland gezogen, ich habe meine deutschen Konten aufgelöst. Was mache ich denn jetzt? Was sind denn so die Optionen, die mir zur Verfügung stehen? Also heutzutage das Einfachste, und das würde ich auch jedem Mandanten empfehlen, ist natürlich bei Online-Banken im Ausland Konten zu eröffnen. Die größte Online-Bank ist Revolut. Viele kennen auch Wise. Da kann man innerhalb von ein paar Minuten ein Konto eröffnen. Es gibt auch viele andere. Es kann also nicht schaden, dort einige solcher Konten zu haben. Man hat nie letztlich genug Konten, will ich sagen, weil ja auch diese immer wieder geschlossen werden können und so. Also das ist sicherlich der einfachste Weg, zum Konto zu kommen. Revolut benutzen wir auch, großer Fan. Was ist denn, wenn man jetzt aber sagt, naja, also das Online, das ist mir irgendwie nicht so ganz geheuer. Was ist denn, wenn man sagt, man will eigentlich eine traditionelle Bank benutzen? Also grundsätzlich muss man heutzutage wissen, dass viele traditionelle Banken natürlich nur noch ein Konto eröffnen, wenn man tatsächlich in dem Land wohnt. Ja, wir haben relativ viele Mandanten, die zum Beispiel sagen, ich hätte jetzt gerne eigentlich ein Konto in UK, mir ist der Euro zu unsicher und auch außerdem die ganze EU und so weiter. Jetzt ist ja UK raus aus der EU. Kann ich doch einfach zu einer britischen Bank ein Konto eröffnen. Das
geht leider nicht. Ja. Banken in der Schweiz und Liechtenstein, die würden dich zwar nehmen, allerdings dann immer auch mit der Erwartung, dass du dann einen relativ großen Betrag dann deponierst zur Vermögensverwaltung. Die Vermögensverwaltung muss dein primäres Ziel sein, nicht der Zahlungsverkehr. Jetzt gibt es aber noch das EU-Basiskonto. Wie verhält sich damit und ist das möglicherweise ein Weg zur Alternative? Genau, also viele wissen gar nicht von diesem EU-Basiskonto. Das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du nämlich rechtmäßig in einem EU-Land wohnst, in irgendeinem EU-Land, hast du das Recht auf Eröffnung eines sogenannten Kontos mit grundlegenden Zahlungsfunktionen. Banken dürfen deinen Antrag auf Eröffnung eines solchen Basiskontos nicht ablehnen, nur weil du nicht in dem Land lebst, in dem die Bank ihren Sitz hat. Ich kann also, wenn ich einen EU-Wohnsitz habe, in jede Bank, in jedem EU-Land marschieren und mir dort ein Konto eröffnen. Dieses Recht habe ich als EU-Bürger. Ja? Keine Bank darf mir das verweigern. Wie gesagt, es geht aber natürlich nur um Personen, die in der EU leben. Es geht nicht um EU-Staatsbürger. Ja? Also Okay. Ich zum Beispiel kann es nicht machen, denn ich bin zwar deutscher Staatsbürger, wohne aber nicht in der EU. Ich hätte also kein Recht auf ein EU-Basiskonto in einem beliebigen EU-Land. Aber jeder, der in der EU wohnt oder auch nach dem Umzug noch in der EU wohnt, kann dies machen. Wichtig ist, da gibt es so ein paar Bedingungen. Wenn ich bereits ein Konto im gleichen Land habe, dann muss mir eine andere Bank im gleichen Land keines eröffnen. Und wenn ich jetzt ein Konto außerhalb meines Wohnsitzstaates in der EU eröffnen möchte, muss ich der Bank einen guten Grund für die Kontoeröffnung liefern können. Firmensitz, Job, was weiß ich habe Mieteinnahmen in dem Land oder nehme dort eine Stelle an in Zukunft, irgendwie sowas. Jetzt in diesem Zusammenhang fragen dann oft auch Leute, naja, was ist denn mit einem Offshore-Konto? Vielleicht kannst du gleich am Anfang für uns definieren, was du unter einem Offshore-Konto verstehst und dann, ob das eine mögliche Alternative für Leute bedeutet. Also zunächst muss man mal klären, was eigentlich damit gemeint ist. Traditionell sind ja mit dem Offshore-Konto immer Konten auf die Cayman Islands, Bahamas oder zum Beispiel jetzt Bermuda oder so gemeint. Ja. Hier gab es in den letzten Jahren immer weniger funktionierende Angebote, weil natürlich immer weniger Banken aufgrund von hohen Compliance-Anforderungen Geld in diese Gebiete schicken wollen oder in irgendwelche kleinen Banken schicken wollen. Da muss man also sehr genau schauen. Ja, also natürlich gibt es auch größere Institute, die dort jetzt Niederlassungen haben. Man muss also einen vertrauenswürdigen Player finden. Was auch passiert ist, ist natürlich, dass bei irgendeiner Bank auf einer Insel die Bank auf einmal weg war und dann ist das Geld weg. Ja. Wir hatten ja vor kurzem erst den Fall, das haben wir auch in einem Video gesprochen, der sogenannten Euro-Pacific Bank of Puerto Rico. Wobei, also die sind nicht pleite gegangen, da haben auch Kunden kein Geld verloren, aber es ging natürlich um Compliance-Geschichten. Neben den klassischen Offshore-Banken gibt es natürlich auch sogenannte Nearshore-Lösungen, also nicht Offshore, sondern Nearshore. Da denke man nur an Länder wie Montenegro, Nordzypern, Georgien, die dort relativ einfach für Kunden, auch die dort nicht leben, Konten eröffnen. Man muss natürlich immer wieder vergewissern, dass diese Konten auch für den internationalen Einsatz tauglich sind und vertrauenswürdig sind. Ja, also kann ich da Geld hinschicken? Erstmal gibt es da IBANs, sind die im SWIFT oder werde ich damit nur Probleme haben? Jetzt hattest du so ein bisschen, glaube ich, schon angedeutet, aber ich wollte es nochmal auf den Punkt bringen. Erklär uns doch mal bitte ein bisschen was zu Blacklists und den möglichen Konsequenzen, wenn die Bank, mit der man kooperiert, auf so einer Blacklist sich befindet oder draufgesetzt wird. Genau, es gibt diverse Grey- und Blacklists, zum Beispiel von der Financial Crime Task Force in Paris, also FATF kurz gesagt, oder auch der EU. Und wenn jetzt die Bank in einem der Länder ihren Sitz hat, die auf einem dieser Listen erscheinen, kann es haarig werden. Ich mag mich an eine Mandantin erinnern, die auf Costa Rica ein Haus hatte, was sie vermietet hat und deswegen dort auch ein Konto hatte. Und dann wollte sie immer Geld von Deutschland aus überweisen, um dort eben letztlich hier in Costa Rica dann sich um das Haus kümmern zu können. Und die musste also tatsächlich in die Bankfiliale gehen und muss genau erklären, warum sie diese Überweisung vornehmen will, muss dort Belege hinbringen, Nachweise, was das alles ist. Also ist es wirklich nicht sehr benutzerfreundlich. Ich wollte gerade sagen, das macht die Sache natürlich unmöglich komplizierter für jemanden. Letzte Frage, wie sieht es denn aus mit einem Konto in den USA? Ist das von Vorteil? Bringt das irgendwas? Oder ist das eigentlich auch eine Sache, die die Situation komplizierter macht?
Die USA sind natürlich ein guter Standort, besonders wenn einem der US-Dollar nichts ausmacht. Euro-Konto gibt es da nicht, das kann man vergessen. Aber wenn einem der US-Dollar nichts ausmacht, ist es relativ einfach, dort ein Konto zu bekommen, zwar bei allen großen Banken, Bank of America, Chase und so weiter und so fort. Das hat ja diverse Vorteile. Die USA nehmen nicht am automatischen Informationsaustausch teil. Also wenn ich zum Privatsphäre bedacht bin und hier nicht will, dass da Daten hin und her geschickt werden, dann tun das die USA nicht. Es funktioniert allerdings nur, wenn man vor Ort ist. Und ich brauche natürlich auch irgendeine US-Adresse. Kann auch ein Airbnb sein oder eine Adresse von einem Freund, aber es muss halt irgendwas sein, was ich verwenden kann. Die Chancen, das Konto zu bekommen, sind ungleich besser. Wenn ich eine ITIN beantrage, dann baue ich tatsächlich auch Credit auf, kann auch Kreditkarten dann später bekommen. Also das heißt, wenn man das ein bisschen plant, dann ist das sicherlich eine gute Alternative. Aber eben, man muss natürlich mit dem Dollar sich wohlfühlen. So, jetzt hast du ein paar Mal über Mandanten und Kunden gesprochen, mit denen du zusammengearbeitet hast. Wie kannst du Leute dabei unterstützen, wenn sie sagen, ich ziehe aus Deutschland weg, ich muss mein Konto auflösen? Was sind für mich die Alternativen? Also wir haben natürlich viele Mandanten in der Situation, die sich genau hier mit dem Thema befassen, die Deutschland verlassen wollen oder ihr Wohnsitzdland verlassen wollen, ins Ausland umziehen und sich dann hier eine neue Bank suchen müssen. Wir haben jetzt hier nicht direkt Kontakte zu sehr vielen Banken, aber wir wissen natürlich schon relativ viel zum Thema Kontoeröffnung, so in dem gleichen Stil wie die Punkte, die wir jetzt hier genannt haben. Also wir können hier jedem Mandanten, den wir betreuen, sinnvolle Tipps geben, wo er ein Konto eröffnen kann. Und natürlich ein großer Vorteil ist, dass wir natürlich auch sehr viel hören von Mandanten, die Dinge ausprobieren. Ja, also neue Banken, neue Dinge versucht mit Konten. Also zum Beispiel jetzt vor kurzem hat jetzt Revolut damit begonnen, auch für US-Gesellschaften Konten zu eröffnen, wenn der Eigentümer in bestimmten europäischen Ländern lebt. Das hat ein Mandant uns erzählt, der das ausprobiert hat. Ja? Und das sind natürlich wertvolle Tipps, die wir dann immer auch gerne weitergeben in Form von solchen Videos wie hier oder per E-Mail, Newsletter oder eben im persönlichen Gespräch. Okay, super. Sebastian, vielen, vielen Dank wie immer für all deine Informationen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.